er schafft's. Er schafft's. Ach du Scheiße. Och, nee, also, was das hier wieder soll. Eieieiei, das sieht ja wirklich grausig aus. Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit den Tests zum Gottfried den Geistlichen. Heute der zweite Kampf gegen eine neue KI. Heute gegen das Schwein. Und wir spielen hier auf Desert Bay. Ich laber gar nicht lang, damit ich hier gar keine Zeit verliere. Mit 4000 Gold. Wir gehen rein und sehen uns gleich wieder. So, also, heute gegen das Schwein. Bin sehr gespannt, wie er sich da schlägt. Schwein ist ja so mehr Raid-lastiger als der Richard Löwenherz, hat aber den entscheidenden Nachteil, dass er die negativen Angstfaktor-Truppen quasi hat. Muss aber nichts heißen, denn Kolbis sind, wie man sie kennt, natürlich relativ stark und mit den Pikinieren dann auch nicht zu unterschätzen. Und der Gottfried hat ja hier die Schwäche, dass... Ist ja ein Leerzeichen in dem Namen drinnen? Was? Oder ist es nur vom Spiel? Ah, kann ich dann nochmal gucken. Er hat ja die Schwäche, dass er so mit gepanzerten Einheiten, beziehungsweise Armeen, wo viele Gepanzerte da drin sind, sehr große Schwierigkeiten hat, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber es kann natürlich auch sein, dass er mit seinem Igel-Faktor hier, den er dann natürlich hat, wenn er sich bedroht fühlt und wenn die ganzen Arbeiter oder die Bevölkerung halt minimiert wird, also vermindert wird, reduziert wird, je nachdem, dann, dass er halt den positiven Angstfaktor hat. Im Angriff, klar, sind es jetzt natürlich auch Armbrustschützen, ne? Die haben natürlich auch den negativen Angstfaktor drin, also machen nicht ganz so viel Schaden. Aber bei Mönchen, gut, da ist glaube ich egal, wie viel Schaden man macht. Die sind mit 1 oder 2 Pfeilen bzw. Bolzen dann weg vom Fenster. Also das macht dann keinen so großen Unterschied. Nur, ja, genau. So, dann mal noch eine kleine Sache. Bei dem letzten Video habe ich gesehen, das, also ist jetzt nichts Schlimmes, ne? Und ich will das auch nicht irgendwie jetzt hier rumheulen oder sonst was, aber da gab es halt ein Dislike auf das Video. Nur ein einziger, also kein Problem damit oder so. Die Person, die da vielleicht einen Dislike reinmacht oder reindrückt, kann mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was da los ist. Na, vielleicht gibt es da irgendwelche Sachen, die ich hier vergesse beim Aufnehmen, beim Erzählen, beim Zeigen von dem KI-Kampf oder so. Ich würde halt gerne besser werden wollen und das hilft halt nur, wenn ich da auch ein wenig konstruktive, negative Kritik bekomme, so rum. Und ich das dann für den nächsten Kampf dann auch ausbessern kann. Weil sonst mache ich es halt immer weiter. Ich check's nicht, was los ist und jemandem gefällt es nicht. Obwohl, wenn man es halt, oder wenn einem das Video nicht gefällt, warum guckt man es dann überhaupt an? Also, versteht ihr, was ich meine? Ja, ich hoffe es einfach mal, dass es jetzt nicht ganz so böse rüberkam. Aber ansonsten wirklich, schreibt wirklich gerne alles. Hauptsächlich freundlich oder unsachlich halt, das, was euch halt stört. Das würde ich halt gerne verbessern. Ich mache das ja jetzt auch nicht seit, keine Ahnung, 10, 12, 20 Jahren oder so, sondern mache das ja gerade mal seit einem, guten Jahr oder so. Deswegen kann ich da jetzt ja auch noch nicht alles wissen. Aber ich bin auch wirklich kritikfähig, also ihr müsst auch keine Angst haben, dass ich da irgendwie dann gar nichts mehr mache und gar nichts mehr hochlade und beleidigt bin oder so, solche Sachen. Na, ich wollte es bloß mal sagen, es ist nicht schlimm, ihr könnt liken, ihr könnt disliken, weiß ich nicht, ne? Es kann man ja alles machen, ne? Ich würde bloß dann gerne halt wissen, was der Grund ist, warum man einen Dislike gibt, ne? Damit ich das vielleicht
wenn es was ist, dass ich das ausbessern kann. Wenn es natürlich jetzt so ist, dass der Mensch oder die Person jetzt generell mit mir nicht zurechtkommt, dann kann ich schlecht was ändern, ne? Aber jetzt allgemein jetzt von der Videoqualität, von der Darstellung, von den KI-Kämpfen, von allgemein den ganzen Sachen halt, da, wie gesagt, einfach reinschreiben, keine Angst haben davor und ja, ne? Oder wenn ihr euch das gar nicht traut oder wenn ihr sagt, okay, nee, das gehört nicht auf YouTube, damit es halt nicht alle lesen müssen oder nicht alle lesen brauchen. Oh, ja, Angriff vom Schwein. Man sieht, dass er schon ordentlich Probleme hat, vor allem die Kolbis wegzubekommen. Die rennen hier einmal komplett um die ganze Burg durch. Oder vorbei, rum, wie auch immer. Und ja, Mönche können zwar ein bisschen was machen, aber auch nicht so viel. Ja, es lebt immer noch ein Pikinier. Eieiei. So, jetzt sind sie endlich mal tot. Genau, wenn ihr da nicht sagt oder wenn ihr da nicht wollt, dass es halt andere Leute mit kriegen oder damit es halt nicht irgendwie große Runde macht, dann könnt ihr mir das auch gerne auf Discord schreiben. Ich kann euch nochmal meinen Discord unten in die Videobeschreibung verlinken. Kann euch da auch einen Server empfehlen, wo ihr drauf gehen könnt da und ja, da bin ich auf jeden Fall auch drauf. Der heißt zum einen Stronghold Crusader Germany. Das ist der offizielle Discord-Server von dem gleichnamigen YouTube-Kanal, der auch so Stronghold-Turniere macht, also PvP, nicht gegen KIs oder nicht KI-Turniers oder so, aber ja, oder ihr geht auf die Mod-Schmiede, da bin ich auch drauf, vom Hacksülze, und da könnt ihr dann auch, keine Ahnung, könnt ihr mir schreiben, könnt mir auch privat schreiben, wie ihr lustig seid, also gut. So, genug davon geredet. Lasse ich jetzt mal so stehen und dann gehen wir hier mal direkt auf den Kampf ein. Ich würde hier mal noch ein bisschen höher gehen. Das ist mir ein bisschen zu zäh hier. Und ja, hier kommt auf jeden Fall der nächste Angriff vom Ackermatch. Auf jeden Fall am Start. Kolbis gegen Kolbis. Aha, okay. Also, der Gottfried hat natürlich den Vorteil, dass er ja die Fernkämpfer hat, und hätte er jetzt noch mehr Nahkämpfer, hätten die Nahkämpfer die angreifenden Nahkämpfer vom Schwein aufhalten können und die Fernkämpfer alles schön wegbolzen können. So natürlich nicht. Und ja, aber sie haben hier die ganzen Kolbis weggeräumt, was gar nicht so verkehrt ist, weil somit sind jetzt nur noch die langsamen Pikiniere, mit denen ja der Gottfried ja auch ganz gut zurechtkommt. Torhaustrick hier wieder. Eieiei. Na, vielleicht baue ich das mal noch in den nächsten kommenden Burgen nochmal um. Hat mir ja übrigens auch einer reingeschrieben, dass ihm die Burg extrem gut gefällt. Besser als die anderen, die ich gebaut habe für meine anderen KNIs. Und ja, das freut mich natürlich, also klar. Das hört man natürlich immer gern, weil AIVs bauen ist halt einfach sehr, ja, zeitlastig, sage ich jetzt mal. Und deswegen freut mich, dass das da auch ein wenig, ja, Gefallen findet, auch wenn es halt die beste ist, die es halt ist, quasi. Also von ihm jetzt, Ist klar. So. Genau, so, der Angriff wurde hier abgewehrt. Hier Raids natürlich am Start, die ganzen Eisenminen hier wegmachen. Allgemein sind ja die Positionen von den harten Ressourcen jetzt nicht so optimal für Gottfried, weil er ist jetzt nicht angewiesen, 100% auf die Eisenminen, aber er läuft schon deutlich besser, wenn er hier Stein und Eisen reinbekommt, und dann kriegt er auch besser seine Angriffsarmee rausgeprügelt. Nicht so wie beim Richard, weil wenn Richard ja komplett gar keine Ressourcen bekommt, dann geht er ja komplett krachen. Er ist ja hier nicht so, er hat ja noch die Mönche, die brauchen ja nur Gold, und er verdient ja relativ viel Gold mit seinen Steuern,
kann ja relativ hohe Steuern nehmen wegen seinen ganzen Beliebtheitsbonus da. Und deswegen, ja, das ist ja nicht schlimm, wenn da jetzt mal eine Steinlieferung, sage ich jetzt einfach mal, flöten geht. So, jetzt kommen ja schon wieder Raids. Also, das Schwein raidet hier ordentlich. Der Gottfried kann hier auch manchmal oder ab und zu mal mit seinen Mönchen 35 Stück übrigens, ne? Also das muss man sich mal so ein bisschen überlegen, dass einfach 35 Mönche da rumwackeln und einfach ja in die Armbrustbolzen reinlaufen und dann draufgehen. Man sieht jetzt hier wieder die Mönchkarawane laufen sehr schön an den Kolbis hier vorbei. Die werden aber abgeschossen und somit passiert da nichts weiter. Ja, Mangen sind natürlich auch so ein Ding. Und ja, die Mönche, man sieht's, die machen halt extrem gar nichts. Was ich gerade festgestellt habe, die halten, glaube ich, 2 bis 3 Armbrustbolzen aus. Wenn ich das so richtig erkannt habe, ich denke eher 2. Eieiei. Oh nee. AK-Match wieder, aber jetzt müssten, ja, jetzt kommen die ersten Schwertkämpfer vom Gottfried mit dazu. Kolbis hier am Start. Ja, ein paar Schwertkämpfer sind auf jeden Fall dabei. Aber nicht sehr viele. Er kriegt auf jeden Fall, oder keiner von den beiden, kriegt hier irgendwelche Belagerungsgeräte aufgebaut. Ja, okay. Ein Schwertkämpfer hat noch überlegt, der jetzt aber weggeschossen wird. Wahrscheinlich, ne, wurde noch weggepiekst von den Pikinieren. Aber ja, wenn es so weitergeht, dann zieht sich das Match wahrscheinlich noch ein Stück länger. Hier mal ein bisschen schneller. Torhaustrick ist wieder am Start. Hier hinten wieder. Lassen sich wieder abbolzen. Ich glaube, das Schwein braucht beim Gottfried auf jeden Fall seine Ramböcke, damit einfach die Torhäuser weggemacht werden können und der Gottfried nicht so extrem mit Torhaustrick arbeiten kann. Weil man sieht's, dann rennen die Truppen einfach zu dem nächsten, das ist offen, das geht zu und dann stehen die wieder vor verschlossenen Türen. Ne? Das ist halt leider so und deswegen, ja. Oder man macht halt eine entscheidende Schwäche beim Burgdesign rein oder so, ja. Also mal kurz was trinken, ne? Oh, hier, guckt an. Der Gottfried kriegt mal einen Angriff ordentlich durch und das Schwein wahrscheinlich auch. Wenn jetzt nicht wieder die ganzen, zwei kriegt er aufgebaut, okay. Das könnte jetzt gefährlich werden. Das könnte jetzt richtig gefährlich werden. Denn, ja, der Angriff vom Gottfried ist einfach abgeprallt. Gegen... Eine Nachricht vom Gott. Da ist offen. Die Dunkelheit naht, doch wir werden standhaft bleiben. Das Licht der Götter wird uns beschützen. Da ist ordentlich Material im Anmarsch. Eieiei. Die ganzen Pikiniere. Guckt euch die Pikiniere an. Oh nee. Und er hat nur ein paar Mönche. Eieiei, die Bockis, die bockeln hier alles auf. Ich glaube, das könnte jetzt hier der entscheidende Schlag sein, um den Gottfried hier das Licht auszuknipsen. Oder? Es sind nur Pikiniere. Es sind nur Pikiniere. Das darf man nicht vergessen, ne? Und er hat die notrekrutierten Armbrustschützen auf dem Keep dann jetzt. Aber ich glaube, es sind trotzdem noch zu viele. Ich glaube, es sind zu viele. Oder? Ich krieg den nicht geklickt. Hallo. Das ist er, glaube ich. Ja, das war's, glaube ich. Ja, das war's. Ist er das? Nee. Hä? Wo ist er denn? Das hier? Das hier ist es, glaube ich, oder? Ja, ich glaube der hier. Der Balken. Eieiei. Eieiei. Nein. Oder ist das der? Nee. Hä, nee, das ist ein Pikinier. Das ist, glaube ich, der Gottfried. Er schafft's! Er schafft's! Ach du Scheiße! Die Pikiniere machen so wenig Schaden mit dem positiven Angstfaktor, aber er hat rotes Leben.
Er hat einfach rotes Leben. Eieiei. Eieiei. Und jetzt... Ja gut, die sind hier nicht... Sind die innen drin? Die sind, glaube ich, innen drin. Aber die machen jetzt nicht allzu viel mehr. Vor allem der hier draußen. Eieiei. Der hat rotes Leben. Oha. Also gegen das Schwein. Gut, das Schwein hatte jetzt aber auch göttliches Timing. Also Gottfried ist gerade ausgerückt. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass er ja den ersten Angriff ganz gut durchbekommt. Aber dass er jetzt sich so leicht auskontern lässt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Eieiei, Gottfried, mein Junge, was machst du? 6000 Gold hat das Schwein. Jetzt muss natürlich Gottfried hier wieder alles neu ausbilden, aber einfach rotes Leben und hat keinen Heiler, ne? Also nochmal so ein Angriff und das war's mit ihm. Aber schon erstaunlich, wie wenig Schaden die Pikiniere einfach mit dem Angstfaktor haben. Jetzt haben sie mal einen Steinbruch weggeradet. Geil. Also die Mönche in den Raids sind auf jeden Fall sehr, sehr wirksam, muss ich sagen. Nicht. Na, deswegen, ja, schauen wir mal. Jetzt kriegen sie wieder den Steinbruch. Jo. Ah, ist das geil. Wie man einfach so viel Gold und so viele Truppen verschwenden kann, nur um einen Steinbruch wegzumachen. Naja, so ist es halt, ne? Ja, wenn er jetzt sich nochmal so auskontern lässt, dann ist das Ende vom Gottfried. Und er greift jetzt schon wieder als erstes an. Du Scheiße. Eieiei. Also er kriegt da trotzdem die Truppen echt gut raus, ne? Also das muss man ja schon mal sagen. Die Mönche brauchen einfach so wenig Gold, dass die einfach so leicht ausgebildet werden können. Aber wenn jetzt das Schwein wieder rauskommt, es lässt sich noch Zeit. Schwertkämpfer sammeln sich schon. Die ganzen Belagerungsgeräte wurden schon alle weggeschossen von den Mangensteinen. Und ja, die matschen natürlich ordentlich rein. Mal gucken. Na, jetzt rückt er raus. Er rückt jetzt aus. Okay, Schwertkämpfer nehmen ein paar mit. Aber nicht viele. Na, ich glaube, nee, das wird nichts. Das wird nix hier. Die ganzen Kolbis kommen durch und ich glaube, das war's jetzt mit dem Gottfried. Hat sich ganz gut selber ins Grab geschubst, sage ich es einfach mal. 4 Sturmböcke. Eieiei. Das Torhaus hier hinten. Oh, das hat rotes Leben. Eieiei. Ach nee, hier ist nur der Innenring quasi. Aber die können jetzt hier über die Treppe zu dem Torhaus. Dann nehmen die das Torhaus ein. Und dann ist Ende Gelände. Eieiei. Gottfried, mein Junge. Es tut mir ja so leid. Nee, ach nee, das klappt nicht. Hä, wie laufen denn die Kolbis hier rum? Das check ich ja gar nicht. Die laufen ja extremst verwirrend, aber das war's jetzt. Ja, das war's jetzt. So viele Kolbis kriegt der einfach nicht abgewehrt. Und somit Ruhe in Frieden, mein Junge. So, machen wir jetzt gleich. Nicht wieder verpassen auf jeden Fall. Nicht, dass es wie beim Richard einfach verpasst wird und da fällt er. Während mein Weg sich dem Ende neigt, lebt unsere Gemeinschaft in den Herzen von euch allen weiter. Ehrt meine Erinnerung und möge Frieden euren Pfad begleiten. Eine Nachricht vom Schwein. Niemand von euch wird überleben. Wunderbar. Hat das Schwein hier den Kampf gewonnen. Hätte ich eigentlich gar nicht so gedacht, weil ich dachte eigentlich, der Igel-Faktor hilft dem Gottfried, aber ja, er hat natürlich immer nie seine Angriffsarmee, jetzt habe ich das Wort gefunden, daheim gehabt. Da ist er immer vorher kurz ausgerückt. Guck mal, 98 zu 98. Ah ja, okay. Cool. Also genauso viele Bevölkerung wie es Schwein hat. Gottfried, das ist ja gar nicht schlecht. Wo er mehr Truppen ausgebildet hat, ich glaube einfach die Mönche,
machen dann einfach nochmal ein bisschen mehr oder heben einfach so ein bisschen mehr die Zahl. So, ich stelle mal ganz kurz das um und dann gibt es noch ein kleines Rückmatch. So, und da wären wir auch beim Rückmatch von der Begegnung Schwein gegen Gottfried den Geistlichen. Und ich glaube, ich hatte die Karte noch nie gezeigt auf einem Kanal. Swampy Crowns vom Crusader Pilaf. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich die Karte hier auf meinem Kanal zeige. Deswegen schauen wir einfach mal, wie die Karte mit dem Gottfried performt. Wir gehen rein mit 4000 Gold natürlich und schauen uns das Ganze an. Gehen ja auf jeden Fall gleich ein bisschen höher mit der Geschwindigkeit, weil das ja wieder der Anfang ist. Und den Anfang hat man ja jetzt schon mehr als einmal gesehen. Die Karte, ja, sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Ich glaube, es ist, glaube ich, eine etwas ältere Karte vom Crusader Pilaf. Aber ich, ja, habe die Karte noch nie so wirklich angeschaut und gesehen. Deswegen hier auf jeden Fall mit Ruinen, die hier die KI mit grüner Farbe, glaube ich, so ein bisschen ausbremst im Early Game. Aber, naja, gut. Hier ist ja von den beiden keiner grün. Und, ja. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie hier das Schwein performt, weil die ganzen Nahrungsgebäude hier echt weit weg liegen von seiner Burg. Also hier guckt mal die ganzen Käsereien. Natürlich beim Gottfried auch, aber er hat den Vorteil, dass er hier die Getreidefarmen hat und die dann trotzdem ein bisschen, ja, besser laufen. Flüssiger laufen als die Käsereien hier, vor allem wenn die ganzen Kühe einmal tot sind oder weggeschossen wurden. Ich bin sehr gespannt, wie das hier läuft. Auf jeden Fall schon hier ordentlich am Rumbolzen, die ganzen Leute. Und also der Anfang ist bei denen immer dasselbe, ne? Wahrscheinlich ist es auch dann gut für die beiden, wenn man so ein Teammatch macht. Also Gottfried und Schwein gegen andere KIs, weil die ja relativ gut harmonieren jetzt, sage ich mal. Sie kommen gleichzeitig raus, oder fast gleichzeitig raus, und ich glaube, die beiden würden sich gut ergänzen, würde ich sagen. Könnte man ja dann auch mal probieren und einfach mal testen, wie sich die beiden so schlagen gegen ein anderes Stufe 6 Team dann. Und ja, würde ich auf jeden Fall sehr interessant finden. Ich hoffe, hier kann sich auf jeden Fall Gottfried ein bisschen mehr behaupten mit seiner Armee. Vielleicht auch mal ein bisschen besser skalieren. Jetzt kommt hier das Schwein wieder raus und Gottfried rennt schon wieder in den Angriff rein. Was ist denn hier los? Hä? Also, ich glaube, die haben mehr oder weniger fast die identische Attack for Space. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil sonst würde das ja nicht so extrem sein, dass die beiden hier so oft gleichzeitig rauskommen. Aber ja, so ist es nun mal. Wenn natürlich hier das Schwein die ganze Zeit die Angriffsarmee vom Gottfried ganz gut wegkolbt, dann kann halt Gottfried einfach nicht so viel machen, ne? Das ist halt dann einfach ein bisschen doof, würde ich mal behaupten. Hier auf jeden Fall ordentlich am Außenpatrouillen rumschicken, die natürlich hier auch wieder die ganzen Leute halt abschießen können und so ein bisschen die Raids abfangen. Vielleicht so ja, ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Raids sind natürlich mal wieder ein bisschen kernverwirrt, aber gut, so ist es nun mal. Hier die Mönche. Mönche können hier vielleicht auf der Map etwas mehr machen. Gut, wenn sie natürlich voll in die Raids vom Schwein reinrennen, dann natürlich nicht. Aber ja, Schwein, kommt der auch wieder raus? Okay. Triebocke und Katapulte kriegen hier ordentlich die Front eingeschossen. Aha, okay. Ist auch interessant hier. Also die bolzen ganz ordentlich drauf. Und das Schwein lässt sich Zeit. Also wahrscheinlich kriegt er hier nicht allzu viel. Ja, er kriegt ja nicht mehr
genug Ressourcen rein, um mal gucken, wie es hier um seinen Kornspeicher aussieht. Ja, der ist regelmäßig leer, der Kornspeicher. Da sieht man einfach mal, dass Käserei, na oder? Nee, der ist wieder leer. Also Kornspeicher ist jetzt nicht hundertprozentig gefüllt. Jetzt ist hier beim Gottfried auf jeden Fall wieder ganz gute Party am Start. Aber Gottfried hat diesmal ein paar mehr Truppen zu Hause, aber noch keine Schwertkämpfer, aber die brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Die ganzen Kolbis und so weiter kriegen das wahrscheinlich, nee, doch nicht. Kriegen das vielleicht auch ohne die Schwertkämpfer-Unterstützung hin. Wenn er jetzt natürlich hier ein bisschen verkackt mit seinen Truppen. Jetzt ist das Tor aus durch. Und, wo sind die Angriffstruppen? Ja, okay. Nee, das sind nur noch Pikiniere und die Pikiniere machen jetzt nicht mal allzu viel Schaden. Da reicht es, was er an Truppen da hat. Ja, genau. Ja, hier nur noch Raids. Natürlich hier ein bisschen die ganze Außenwirtschaft weggeradet. So ein Stück weit. Aber das ist natürlich dann den gegnerischen Raids geschuldet. Ja, das Schwein hat ja ordentlich zu kämpfen, wahrscheinlich mit seiner Nahrung. Die geht öfters mal leer beim Gottfried. Ja, der hat halt Brot, ne? Und auch genug bei der Bäckereien. Und halt die, ja, er hat halt die Beliebtheitsbonus, den positiven Beliebtheitsbonus. Was halt das Schwein einfach gar nicht hat. Er hat halt nur hier die Schenken, die ganz gut reinschallern. Wahrscheinlich, warte mal, er hat 1, 2, 3 Schenken, glaube ich. Genau, oder? 1, 2, 3, 4. 4 Schenken, okay. Aber ja, die bösen Gebäude. Hä, was war denn das jetzt gerade für ein Angriff? Für ein miserabler Mist. Aber der Kornspeicher geht halt immer leer, ne? Also fürs Schwein ist die Map hier gar nicht gut geeignet, weil die Laufwege einfach so extrem weit sind für so einen Käserbauer. Hier hinten ist ja wirklich gar nichts. Die nächsten sind ja die hier, glaube ich. Ja, die hier. Die 2 Käsereien sind halt die nächsten, die er hat. Mein Gottfried ist, glaube ich, eine Getreidefarm ganz nah und ja, er kriegt einfach 2. Was macht er denn? Oh, nee, also, was das hier wieder soll? Hä? Nee. Also, bitte, Gottfried, ich lobe den nicht mehr. Ich lobe den nicht mehr, dass er so gut seine Belagerungsgeräte aufgebaut bekommt, wenn er die dann beim jeden zweiten Mal dann so hardcore verkackt. Also was bringt denn das, hier hinten zu stehen? Naja, gut. Schwein, macht es heute auch nochmal mit, oder? Oh, Gottfried, einfach 10.000 Gold. Junge, hallo? Was geht denn ab? Ah, kriegt sich jetzt, ja, er gibt's langsam aus. Ah? Man hat auch mal in die Kommentare geschrieben, dass er ja mehr oder weniger Goldfried heißt. Ja, mit der Wirtschaft kann er ganz gut wirtschaften, aber man sieht, denke ich, dass er auch das ganze Gold, zum Teil zumindest, ganz gut wieder ausgibt. Wenn er vor allem die europäischen Schwertkämpfer baut und ausbildet. Alter, er kriegt einfach so viele Angriffe rausgedrückt. Ne? Das ist einfach so fucking unfassbar. Aber er verkackt jedes Mal die Belagerungsgeräte. Mann. Und das Schwein kriegt hier... Oh, das könnte jetzt schon wieder gefährlich sein. Gottfried, Junge. Die Dunkelheit naht. Oh nee. Oh nee, Alter, nee. Das gibt's nicht. Götter wird uns beschützen. Das gibt's doch nicht, Alter. Wie kann man denn sich so auskontern lassen? Hallo. Ach nee, der Junge, der macht mich alle. Da hinten steht er. Aber er fällt. Eine Nachricht von Gottfried. Während mein Weg sich dem Ende neigt, lebt unsere Gemeinschaft in den Herzen von euch allen weiter. Ehrt meine Erinnerung
und möge Frieden euren Pfad begleiten. Eine Nachricht vom Schwein. Niemand von euch wird überleben. Ach, das ist so geil. Es ist so geil mit dem Typen. Er lässt sich aber auch jedes Mal auskontern. Ja, ich weiß, man kann das verhindern, indem man die Attack for Space hochsetzt. Will ich aber an sich nicht. Ich will nicht, dass er dann ewig lang sammelt und dann, ja, den Konter halt nicht. Das ist halt nur eine Stufe 3 KI und keine Stufe 4 KI. Deswegen würde ich da nicht, also ich würde nicht unbedingt die Attack for Space hochsetzen. 2000 Truppen wieder. Ach du Scheiße. Wisst ihr was? Es gibt jetzt noch ein einziges Match. Ein Match mache ich noch, wo ich auch am Anfang schön mit hoher Geschwindigkeit rangehe. Und das ist die Map Silence, meine Lieblingsmap, wenn es um 1 vs 1 Kämpfe geht. Und, oder was ist denn das hier? Nee. Silence auf jeden Fall vom Nevikov. Wir gehen rein und schauen mal. Ja, Position ist glaube ich egal. Kann man einfach rumdrehen hier. Und dann gehen wir hier hoch mit der Geschwindigkeit, damit es ja gar nicht lange dauert. Jetzt natürlich wieder das Schwein mehr oder weniger im Vorteil, weil die ganzen Käsereien hier in der Nähe von der Burg halt liegt. Aber vielleicht ist für ihn auch so ein bisschen einfacher, die Ressourcen ranzubekommen. Ja, na, aber ich weiß halt echt nicht, was ich mehr machen soll. Also das Schwein ist so das genaue Gegenstück zum Gottfried. Also hat die gleiche Attack for Space, beziehungsweise vielleicht annähernd gleich oder so. Und ja, Kolbis und Pikiniere sind für den Gottfried, glaube ich, einfach hard counter. Deswegen gut hier und die Kolbis raiden natürlich auch wieder alles weg. Ich habe mal wieder was getrunken, weil es ist so warm. Ne? Also ich schwitze hier auf meinem Stuhl einfach so hardcore alles raus, was nicht bei 5 auf dem Teich ist. Das war aber auch mal wieder ein Spruch, Junge, also wirklich wahr. Und ja, es ist echt unerträglich warm hier in Leipzig. 33 Grad, heute in der Mittagssonne, jetzt haben wir es 16:58, also kurz vor 17 Uhr. Aber es ist trotzdem halt, ne? Und mein PC strahlt ja auch eine relative Wärme ab. Zwar jetzt nicht ganz so viel, weil das Spiel einfach nicht so belastet. Aber ja, trotzdem macht es halt einen Unterschied, wenn er halt gar keine Wärme abstrahlt, ne? Ich hoffe, irgendwann habe ich eine Klimaanlage. Beziehungsweise in meinem Haus dann. Naja, egal. So, das Schwein kommt wieder raus. Natürlich. Gottfried hat keinerlei Truppen. Ist wunderbar, ist es wieder. Also, er macht seinen Namen. Nee, ist halt. Ja, kann er nichts dafür, ne? Aber, ja, macht's halt immer wieder so. Die Dunkelheit naht, doch wir werden standhaft bleiben. Das Licht der Götter wird uns beschützen. Notrekrutierung, die ganzen Kolbis laufen jetzt hier über den Turm. Das denke ich gar nicht so verkehrt ist. Da können die ganzen Kolbis hier ordentlich weggeschossen werden. Ist das Torhaus noch seine? Nee, nicht mehr. Okay, gut. Alles klar. Dann ist das Torhaus verloren. Ha, wie die ganzen Pikiniere dann noch einfach hinten dran rammeln. Na, das ist halt krass. Eieiei, eieiei. Gut, Armbrustschützen machen natürlich auch ordentlich Schaden. Und das sind natürlich ordentliche Mengen dort oben. Jetzt kommen die ganzen Pikiniere. Wir gucken. Die dürften, glaube ich, ihn nicht mehr killen dürfen. Weil Pikiniere einfach kaum Schaden machen. Aber ja, das ist, glaube ich, der zweite Angriff oder so. Also, das ist halt, boah, einfach krank. Einfach krank, wie sehr sich der Gottfried hier einfach auskontern lässt. Oh, Raids hier. Gar nicht so viel weggeradet. So. Baumeistergilde abgerissen. Okay. Gibt also keinen Baumeisterbug. Ist schon mal sehr schön. Ja, es sind immer noch Angriffstruppen vom Schwein hier. Eieiei, und noch ein paar Raids. Eieiei, das sieht ja wirklich
grausig aus. Grausig. Und das Schwein kriegt einfach kaum Schaden ab, weil die Angriffe, die ersten Angriffe vom Gottfried einfach so easy abgewehrt werden können. Es ist halt einfach richtig, richtig schlimm. Na. Möchte da jetzt aber auch nicht rangehen und die Werte ändern, damit Gottfried hier eher mit den europäischen Schwertkämpfern vorkommt. Nö, möchte ich nicht. Ne? Möchte ich einfach nicht. Oh, jetzt hier Ackermatch wieder mit ein paar Schwertkämpfern. Eieiei. Oh, guck mal hier. Hä? Die ganzen Kolbis sind fort. Was ist denn hier passiert? Das meine ich halt, ne? Wenn die Nahkämpfer hier einmal die Stellung halten und dann die Fernkämpfer von hinten reinbolzen, dann ist es natürlich sehr, sehr schmerzhaft gegen... Alter, die ganze Angriffsarmee vom Schwein wurde einfach aufgerieben. Hä? Hä? Was ist denn hier passiert? Eieiei, ein Triebock mal wieder komplett verkackt gebaut, aber okay. Richtig geil. So. Also wenn er jetzt den Vorteil nicht nutzt... Oh, die Raids hier. Einmal drüber gebügelt über die Bogenschützen dort. Aber auch ganz gut abgewehrt bekommen. Eieiei. Bitte lass dich nicht wieder auskontern. 4600 Gold hat er durch den Angriff trotzdem ansparen können. Okay, also die Wirtschaft ist schon echt gut. Aber die Verteidigung ist halt einfach nicht gut, ne? Wenn die Angriffsarmee raus ist, dann ist die Verteidigung echt nicht gut. Da bringt ihnen das ganze Gold auch nichts. Also so schnell rekrutiert er sich einfach nicht hoch. Na, Mönche geben so ein bisschen Kanonenfutter ab, aber... Ach, das sind halt einfach zu wenige Truppen. Das sind einfach zu wenige Truppen. Was ich mir vielleicht auch ganz gut vorstellen könnte, dass Gottfried mit Zafar gut harmoniert. Na, weil Zafar hatte die Ramböcke, die Sturmböcke. Der kann natürlich auch den schweren und langsamen europäischen Schwertkämpfern den Weg freimachen, aufbockeln und dann den... Jetzt kommt das Schweinwitter, aber das sollte jetzt nicht ganz so schmerzhaft sein, denn Gottfried hat hier wieder... Alter, das Gold. Hat hier wieder Schwertkämpfer vor allem am Start und er braucht einfach die Schwertkämpfer. Torhaus. Ach nee, das hier vorne geht immer als erstes kaputt. Okay. Eieiei, das sind echt viele. Das sind echt viele. Die Kolbis hier, was machen die denn? Hier oben ist der Durchbruch. Eieiei, die Mauer wurde hier aufgeknabbert. Ja, gut. Okay, Angriffsarmee vom Gottfried reicht doch aus. Okay. Natürlich mit dem Gold, na, kann er ganz gut jetzt hochrekrutieren, genauso auch das Schwein. Ja, gibt sein ganzes Gold wieder aus. Oh, jetzt vielleicht mal ein etwas besseres Timing. Nee, okay. Weil er wieder seine... Alter, warum baut er denn jedes Mal die Belagerungsgeräte dort hinten auf? Und dann geht er hier in den Nahkampf mit den Katapulten. Hallo, was soll das denn? Also am besten funktionieren, glaube ich, Sturmböcke und Ramböcke, weil die einfach straight auf die nächstgelegene Struktur oder Gebäude zulaufen. Wenn es ein Turm oder ein Torhaus ist, dann da drauf halt. Aber ja, mit dem, was hier Gottfried an den Tag legt, kann er natürlich nicht punkten, sage ich jetzt mal so. 8000 Gold bildet das schon die Schwertkämpfer aus. Ja, langsam kommen sie. Langsam aber sicher kommen sie vorgelatscht oder ausgebildet. 1700, okay. Ich könnte mir vielleicht noch mal vorstellen, dass ich die Anzahl... okay. Der Kolbis ein bisschen verringere, dass er... Eine Nachricht vom Gottfried. Während mein Weg sich dem Ende neigt,
lebt unsere Gemeinschaft in den Herzen von euch allen weiter. Ehrt meine Erinnerung und möge Frieden euren Pfad begleiten. Och nee, och Junge, was macht er denn? Och nee. Er hat, glaube ich, seine ganzen Schwertkämpfer falsch geschickt. Ich blende euch hier mal ein Bild fix ein. Die Schwertkämpfer sind, glaube ich, über den einen Turm gelatscht und nicht unten lang. Und somit konnten halt die ganzen Kolbis da einfach, ja, an den Schwertkämpfern vorbeilaufen. Och nee. Aber es sah schon besser aus. Aber ich glaube einfach, das Schwein ist so der Hardcounter von ihm. Eieieiei. 2113 Truppen, ja gut, alles klar. Gut, Freunde, dann ist es jetzt ein 3:0 fürs Schwein, na? Also gut, was soll ich dazu sagen? Dann schreibt mir sehr gerne in die Kommentare eure Verbesserungsvorschläge, eure Meinung, eure Kritik, euer Lob, alles was euch auf dem Herzen brennt. Na, schreibt einfach rein, keine Angst haben, schreibt mir auf Discord. Ich verlinke, wie gesagt, alle Discord-Server unter dem Video in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten Kampf wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, schwitzt schön in der Hitze und bis bald.